Ja, wir befinden uns hier in der Gießhalle von Hochofen 3, dem ehemaligen Arbeitsplatz der Schmelzer. An dieser Stelle fand das wesentliche Geschehen an einem Hochofen statt, nämlich der sogenannte Hochofenabstich. Als Abstich bezeichnen die Hüttenleute das kontrollierte, regelmäßige Aufbohren, Öffnen des Hochofens, damit das flüssige Roheisen, also das Hochofenerzeugnis, ausfließen kann. Unter der Gießhalle hier wurde das Roheisen gesammelt in speziellen Transportgefäßen, in sogenannten Pfannenwagen, und wurde dann in das nachgeschaltete, also in technischer Hinsicht nachgeschaltete Stahlwerk transportiert in den überwiegenden Fällen. Dieser Arbeitsplatz der Schmelzer hier am Abstich in der Gießhalle hier an der Rinne war ein sehr spezieller, körperlich belastender Arbeitsplatz. Die ungeheure Hitzeabstrahlung des zwischen 1400 und 1500 Grad Celsius heißen, dünnflüssigen Roheisens. Das Roheisen hatte die Neigung zu spritzen, aufzusteigen, so ein bisschen zu zischen. Dementsprechend war hier natürlich der Arbeitsschutz ein ganz wichtiger Aspekt. Die Schutzkleidung der Schmelzer sieht man hier um mich herum noch an verschiedenen Beispielen auf Fotos oder ausgestellt. Alle 2 Stunden flossen hier in der letzten Betriebsphase, also ich spreche jetzt von den 1980er Jahren, am 18.12.87 war ja hier Ende, der letzte Abstich morgens um 9 Uhr, und da flossen hier jeweils etwa 150 Tonnen flüssiges Roheisen aus dieser Öffnung aus dem Hochofen aus. Hier wurde kontinuierlich permanent gearbeitet im vollschichtigen System. Der Arbeitsplatz der Schmelzer war im Grunde genommen eine Anlerntätigkeit. Man konnte den Beruf des Schmelzers nicht erlernen. Hier fanden sich aber interessanterweise trotz dieser schwierigen äußeren Einflüsse und der Unfallgefahr, denen die Leute hier ausgesetzt waren, fanden sich immer wieder Willige sozusagen, die sich um diesen Arbeitsplatz hier bewarben. Denn es gab einfach mehr am Monatsende zu verdienen. Also es gab mehr in der berühmten Lohntüte oder in der Überweisung dann später, weil es eben Aufschläge, Zuschläge aufgrund dieser hier herrschenden Arbeitsbedingungen zum Grundlohn, zum Stundenlohn gab.